Freunde, falls ihr in Zukunft nichts über den neuen Legendary Dungeon verpassen wollt, dann würde ich mich auf jeden Fall von Herzen freuen, wenn ihr vielleicht auch ein Abo dalasst. Tut nicht weh. Und ja, ich battle zwar selten danach, aber momentan sind noch über 56% meiner Zuschauer nicht Abonnenten. Und falls ihr rechtzeitig darüber informiert werden wollt, über weitere News zum Legendary Dungeon, dann lasst auf jeden Fall ganz gerne ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und damit würdet ihr mich kostenlos supporten. Dankeschön, Kuss, geht raus. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wir sehen rechts unten hier in der Ecke, das Portal ist weg, under construction. Das Teil können wir ab morgen benutzen. Ja, auf einigen Servern ist es schon verfügbar, so wie der Japan-Server, der ja 8 Stunden vor uns liegt. Da kann man das Ganze schon spielen. Ansonsten kann man ab morgen um 0:01 Uhr, also gleich hier rein in den Dungeon und ja, da können wir uns das Ganze auf jeden Fall ansehen. Bevor wir das aber machen, müssen wir uns auf jeden Fall zusammen mal durchlesen, was wir wissen müssen über diesen Dungeon und was das Ganze für eine Spielmechanik dahinter sich verbirgt. Ne? Das ist nämlich noch ziemlich wichtig zu wissen auf jeden Fall. Wir haben auch ein, zwei Bilder hier irgendwo. Wie gesagt, ein paar Einblicke habt ihr vielleicht schon gesehen. Und ja, so sieht das Ganze denn hier im Dungeon aus. Ich glaube bei Viper, der hat schon irgendwie einen Japan-Account oder so, da kann man sich das schon anschauen. Ansonsten werde ich das dann morgen direkt, wenn der offen ist, der Dungeon, spielen und denselben Tag dann auch noch, wie gesagt, das Ganze dann hochladen. So, mal gucken, wie das aussieht. Aber wie gesagt, erstmal müssen wir schauen, was wir hier drüber wissen müssen, weil wir wollen natürlich nicht überstürzt irgendwie da reingehen. So, wie versprochen, gibt es nun weitere Infos zum Legendary Dungeon. Vorweg aber die Info, dass die neue Spielversion, okay, Spielversion lautet, okay, ja, die Apps sind für iOS bereit, ja, okay, ist alles cool. Steam ebenfalls soweit, okay, nice, gut, Legendary Dungeon. Auf der Stadtkarte kannst du ab Freitag, den 30.10. um 0:01 Uhr bis Sonntag, den 8.11. 23:59 Uhr mit einem Charakter ab Stufe 50 den Legendary Dungeon über das Eventportal unten rechts betreten. Das ist ein Eventportal, also das Portal wird jetzt immer aufmachen, wenn irgendwelche temporären Events am Start sind. Beachte, dass der Dungeon nur betretbar ist, wenn du keinen anderen Verpflichtungen nachgehst, zum Beispiel Quests in der Taverne erledigst. Okay? Oder wahrscheinlich auch Stadtwache, denke ich mal. Die Steuerung. Im Dungeon bestimmst du, wo es lang geht. Wählst du die linke Tür oder den Durchgang rechts? Kämpfst du gegen den Gegner oder versuchst du dran vorbei zu flüchten? In der Landscape-Ansicht Breitbild klickst du links oder rechts, beziehungsweise Pfeiltasten nach links oder rechts am Smartphone. Im Porträtmodus wischst du den Bildschirm in die entsprechende Richtung. Was springt für mich heraus? Für mich raus. Im Dungeon warten viele Schätze auf dich, allerdings haben sich auch einige fiese Monster und Fallen in die dunklen Ecken des Dungeons verkrochen. In einem kompletten Run, 200 Räume, bekommst du garantiert jeweils ein Epic von den 3 Zwischenbossen und einen Legendary Gegenstand vom Endboss. Zusätzlich sind noch weitere normale Gegenstände, epische Gegenstände und Gold im Dungeon versteckt. Okay, also man hat einen Durchlauf bei 200 Räumen und bekommt ein garantiertes Epic, so habe ich das jetzt verstanden. Des Weiteren geben besiegte Gegner Schlüssel, die dafür genutzt werden können, um Türen im legendären Dungeon aufzuschließen. Alle Truhen im Dungeon sind praktischerweise nicht verschlossen. Du brauchst die Schlüssel also nur für die Türen. Nachdem du den Endboss besiegt hast, lässt du deine übrigen Schlüssel im alten Dungeon liegen und startest wieder einen frischen Durchlauf mit 0 Schlüsseln. Die alten Schlüssel passen leider nicht bei den neuen Türen. Okay. Was ist ein Legendary? Legendary-Gegenstände sind die besten Gegenstände, die du je gesehen hast. Sie sind besser als Epics, haben immer einen Edelstein-Slot und eine Rune. Rüstung, Lebensrune. Okay, sie haben immer einen Edelstein-Slot und eine Rune. Rüstung, Lebensrune, Waffen, Schadensrune. Sofern dein Arena-Manager bereits genug Runen hat. Die Ausnahme ist das Kriegerschild. Dies hat weder einen Edelstein-Slot noch eine Rune. Ja, okay. Die Legendary-Gegenstände kannst du nur für 10 Tage während des Events finden und das komplette Set vollständig zu haben, um das komplette Set vollständig zu haben, musst du mehrfach den Dungeon durchlaufen. Legendaries können nicht über siegreiche Kämpfe gegen Spieler mit einem Legendary freigeschaltet werden. Okay, also man kann sie nicht im Sammelalbum oder so jetzt
von jemand anderen sich abluchsen. Sie sind also sehr selten. Welchen Gegenstand du im Dungeon findest, ist dabei zufällig. Du kannst auch einen Gegenstand mehrfach finden. Okay, wie funktioniert der Kampf? Das Kampfsystem in Legendary Dungeon unterscheidet sich vom sonstigen Spiel. First-Person-Kämpfe, die direkt in die Spielwelt integriert sind. First-Person-Kämpfe, okay. Der Kampf wurde zusätzlich verkürzt für einen schnelleren Gameflow. Noch eine Besonderheit ist, dass deine Lebensanzeige sich nach dem Kampf nicht wieder auffüllt. Okay. Du schnitzelst dich so lange durch den Dungeon, bis du kein Leben mehr hast. Dann ist diese Runde für dich vorbei, okay? Du kannst bei normalen Gegnern in den Gängen versuchen zu fliehen, 50% Chance auf Erfolg. Bei den Bossen ist der Kampf unausweichlich. Die Schwierigkeit und die Belohnung des Dungeons wird anhand von deinem Charakter berechnet. Es lohnt sich deswegen auch nicht, nur für den Dungeon Tränke zu trinken, da dieser dann auch schwerer wird. Okay, das ist fair. Es ist allerdings auch kein Nachteil. Eine Besonderheit stellt die Qualität von Gegenständen-Rune dar. Mit dieser könnt ihr bessere Gegenstände im Dungeon erhalten. Okay, gut. Ja, also könnte man tragen. Muss man sich dann halt abwägen, ob man denn dafür irgendwie Leben oder irgendwas opfern möchte von seinem Equipment, falls man den Arena-Mensch dann noch nicht so weit hat. Wie ist das mit dem Sammelalbum? Die Legendary-Gegenstände werden im Sammelalbum in einer extra Kategorie als Sammlung Süßes oder Saures hinzugefügt. Legendaries sind sehr besondere Items, du bekommst sie nur im Sammelalbum, wenn du sie auch selbst findest. Ein siegreicher Kampf gegen andere Spieler, die diese tragen, funktioniert nicht. Also das hatten wir ja schon. Aber keine Angst, sie werden aufgrund dieser Besonderheit bei der Berechnung der Vollständigkeit des Sammelalbums außen vor gelassen. Also zählt nicht zum Sammelalbum zu den Prozenten damit hinzu, ganz wichtig. Was passiert, wenn ich ein Legendary in die Toilette werfe? Ein Legendary-Item bringt dir 50 Mana-Punkte wie ein Epic als Opfergabe in der Toilette. Wenn du eine Legendary-Waffe in die Toilette opferst, hast du klassenunabhängig eine 33% Chance, den Kriegerschild zu erhalten. Wenn du eine neue Waffe über die Toilette erhältst, wird diese auch im Sammelalbum freigeschaltet. Okay. Können meine Epics wie Legendaries aussehen? Das Aussehen der Legendaries ist über die Schmiedefunktion in das von Epics änderbar. In das von Epics änderbar und andersrum. Also wenn man die hat, kann man das dann wieder anpassen, denke ich mal. Das Ändern von Epics in das Aussehen von Legendaries ist klassenübergreifend möglich, außer bei Waffen. Allerdings ist dies nur möglich, wenn das Legendary-Item im Sammelalbum ist. Siehe Besonderheit Sammelalbum. Was kostet der Eintritt? Also es werden wirklich alle Fragen hier beantwortet, das finde ich ganz gut. Was kostet der Eintritt? Alle 24 Stunden ist dein Held ausgeruht genug, um den Dungeon erneut kostenlos zu betreten. Alle 24 Stunden ist dein Held ausgeruht, um den Dungeon erneut kostenlos zu betreten. Und weiter voranzukommen. Mit Pilzen kannst du die Wartezeit verkürzen. 30 Minuten ist gleich ein Pilz. Das heißt, um 24 Stunden zu überspringen, zahlst du 48 Pilze. Okay, also auf jeden Fall ist das für Free-to-Play-Spieler, denke ich mal, relativ schwierig, kostenlos alle Epics zusammenzukratzen. Allerdings ist es halt auch, sag ich mal, ja, ich weiß nicht, es klingt jetzt nicht so überteuer, 48 Pilze erstmal, aber ja, ich sag mal so, wenn man jetzt durch diese 200 Etagen rushen will, dann denke ich mal auf 10 Tage, ne? Man will ja auch jeden Tag irgendwie das Beste rausholen, dann könnte das ganz schnell mal von den Pilzen her hochskalieren, ja. Also es ist schwierig auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, ich werde sofort meinen Account hier auch drauf spielen, oder wenn das Ganze hier freigeschaltet ist, um 0:01 Uhr, dann werde ich hier gleich auch dementsprechend ein Video dazu aufnehmen und dann ja, den Tag dann auch hochladen, ne? Also morgen quasi. Und ja, vorher möchte ich mich da großartig noch nicht so viel spoilern lassen, was das angeht, und dann selbst mal gucken, wie das Ganze so aussieht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich persönlich muss sagen, mir hat sowas noch gefehlt. Ich hatte schon mal irgendwann erwähnt gehabt, von wegen ja, sowas, weiß ich nicht, so First Person in Shakes & Fidget hatte ich irgendwann mal gesagt, wäre geil, aber wie willst du das umsetzen? Und deswegen finde ich das jetzt umso cooler, dass die das jetzt gemacht haben hier. Auf jeden Fall lassen wir erstmal diesen ganzen Pilz- und Geldaspekt weg
Und ich finde an sich, das ist eine coole Sache. Es ist ja auch wieder geschenkt so, ne? Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt dieses Feature halt wieder nutzen müssen. Man kann es machen und wir bekommen dadurch bessere Gegenstände. Ja, es ist quasi ein geschenkten Gaul, guckt man nicht ins Maul, so würde ich das Ganze sehen, ne? Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde das natürlich auf allen meinen Accounts durchrushen, sowohl als auf meinem Main, als auch auf meinem Battle Mage, als auch auf meinem Free-to-Play-Account. Wird auch nochmal interessant, vielleicht für die Free-to-Play-Spieler unter euch, wie weit ich mit meinem Free-to-Play-Account in diesem Dungeon komme und was ich da so alles mir zurechtkratze. Und ja, auf dem Dämonenjäger werde ich das natürlich dann auch versuchen. Aber richtig dafür Geld ausgeben oder halt Pilze. Guck mal, hier sind die Legendaries. Das ist eine extra Rubrik hier. Richtig Pilze dafür ausgeben werde ich nur auf meinem Main. Und auf den anderen Accounts werde ich das, denke ich mal, ja, in Grenzen halten. Vielleicht noch, okay, das ist nur eine Seite hier. Vielleicht noch ein bisschen auf dem Battle Mage so, aber auf den anderen Accounts natürlich nicht mehr. Free-to-Play-Account ist klar. Und dem Dämonenjäger werde ich da auch nicht so viel ja, abzocken können. Wir können tatsächlich schon die Items hier übersetzen. Das war ja damals vom Lieutenant rausgefunden, dass das hier irgendwie, glaube ich, eine Drachenschrift ist oder sowas aus Skyrim. Ich weiß nicht ganz genau. Also für Leute, die das interessiert, das ist, glaube ich, wieder so eine Drachenschrift. Die kann man googeln und dann kann man sich per Übersetzer das zusammenreimen, welche Beschreibung die Gegenstände hier tatsächlich schon haben. Für die Leute, die das hier interessiert. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf und werde euch auch weiterhin auf dem Laufenden halten. Und ja, das soll es soweit dann erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall in ein paar Stunden wieder, wenn das Ding hier geöffnet hat. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.